Hallo zusammen, willkommen auf unserem Kanal Geld und Macht. Heute sprechen wir über die große amerikanische Reform, die den Kapitalismus verändert hat. Am Ende des 19. Jahrhunderts erlebten die Vereinigten Staaten eine Phase rasanter wirtschaftlicher Expansion und zugleich tiefgreifender sozialer Spannungen. Kapitalismus machte das Land wohlhabender als jede andere Nation. Doch dieser Reichtum konzentrierte sich in den Händen weniger Industriemagnaten. Für die Mehrheit bestand das Leben aus harter Arbeit, unsicheren Jobs und einer Politik, die scheinbar vollständig von wirtschaftlichen Interessen beherrscht wurde. Ungleichheit war nicht nur ein moralisches Problem, sondern ein strukturelles Risiko, das die Gesellschaft an den Rand des Zusammenbruchs brachte. In dieser Zeit entstanden gigantische Privatimperien. John D. Rockefeller kontrollierte den Ölmarkt, J.P. Morgan bewegte mit einem einzigen Anruf die Finanzwelt, Andrew Carnegie dominierte die Stahlindustrie. Wettbewerb wurde ausgeschaltet, nicht gewonnen. Gleichzeitig arbeiteten Arbeiterinnen und Arbeiter 12 bis 14 Stunden täglich, oft unter lebensgefährlichen Bedingungen. Kinder arbeiteten in Fabriken und Minen, weil Familien sonst nicht überleben konnten. Soziale Sicherungssysteme existierten praktisch nicht. Die Politik bot kaum Schutz. Viele Senatoren waren von Unternehmensinteressen abhängig, Zeitungen gehörten Industriekonzernen und Gerichte entschieden häufig zugunsten der Mächtigen. Demokratie wirkte nicht abgeschafft, aber ausgehöhlt. Finanzkrisen wie die Panik von 1873 oder 1893 offenbarten schließlich, wie instabil das System geworden war. Doch die Gesellschaft reagierte. Journalisten, Aktivisten, Gewerkschaften und einige Politiker formten eine breite Reformbewegung. 1890 setzte der Sherman Antitrust Act erstmals ein Zeichen gegen monopolistische Macht. Muckraker wie Ida Tarbell oder Upton Sinclair deckten Missstände auf und veränderten die öffentliche Meinung. Theodore Roosevelt machte klar, dass ein Präsident nicht nur Gesetze durchsetzen, sondern wirtschaftliche Macht begrenzen müsse. Mit der Gründung der Federal Reserve 1913 wurde das Finanzsystem stabilisiert. Arbeitsreformen verbesserten allmählich die Lebensbedingungen und mit der neuen Einkommensteuer konnte der Staat extreme Vermögen stärker regulieren. Für einige Jahrzehnte schien es, als habe man den Kapitalismus gezähmt. Doch im Verlauf des 20. Jahrhunderts erodierten viele dieser Fortschritte. Deregulierung, sinkende Spitzensteuersätze, abgeschwächte Kartellbehörden und der Niedergang der Gewerkschaften führten zu einer Rückkehr alter Muster. Heute besitzt das obere Prozent fast 40% des nationalen Vermögens, während die untere Hälfte nur wenige Prozent hält. Die Konzentration wirtschaftlicher Macht erreicht erneut historische Dimensionen. Auch die Arbeitswelt zeigt Parallelen. Zwar arbeiten keine Kinder mehr in Kohleminen, doch viele Menschen stecken in prekären Jobs ohne Sicherheit oder ausreichende soziale Absicherung. Lebenshaltungskosten steigen, Löhne stagnieren und einige Bundesstaaten lockern sogar wieder Jugendarbeitsschutzgesetze. Gleichzeitig haben Konzerne neue Formen dominierender Macht entwickelt. Die Monopole des Industriezeitalters sind zu globalen Technologieplattformen geworden, die Datenströme, Kommunikation, Handel und Informationsverbreitung kontrollieren. Politische Regulierung bleibt oft hinter dieser Dynamik zurück. Trotz dieser Entwicklungen zeigt die Geschichte, dass Reform möglich ist. Die Vereinigten Staaten überstanden die erste Gilded Age nicht durch Passivität, sondern durch kollektive Entscheidungskraft. Die Regeln der Wirtschaft sind keine Naturgesetze.
Sie werden von Menschen geschaffen und können von Menschen geändert werden. Antitrust, Arbeitsrecht, Finanzaufsicht und soziale Sicherung existieren weiterhin, auch wenn sie geschwächt wurden. Ungleichheit ist kein Schicksal, sondern ein politisches Ergebnis. Die entscheidende Botschaft der damaligen Reformära lautet: Wenn Ungleichheit zu groß wird, sucht die Gesellschaft nach Ausgleich. Wenn wirtschaftliche Macht zu konzentriert ist, entsteht Druck, sie zu begrenzen. Und wenn ein System aus dem Gleichgewicht gerät, wird es neu geordnet. Die erste progressive Ära zeigt, dass Wandel nicht nur möglich, sondern historisch belegt ist. Dasselbe Potenzial existiert auch heute. Lust auf mehr? Dann einfach abonnieren.